Dieses Video gebe ich morgen der Polizei. Und dein Enkel wandert für ein paar Jahre in den Knast. Es sei denn, du überschreibst mir deine Firmenanteile. Im Gegensatz zu euch ist mir klar, mit wem ihr euch da angelegt habt. Deshalb brauche ich diese Speicherkarte. Seinetwegen warst du in Lebensgefahr. Meinst du, das weiß ich nicht selber, oder was? Ich muss daran jeden Tag denken, Opa, jeden Tag! Ich lasse mich normalerweise nicht so gehen. Eigentlich schade. Diese Seite gefällt mir sehr gut an Ihnen. Ja, mir geht's bestens, danke der Nachfrage. Was hat er denn gesucht? Schmuck oder was? Ja, Security! Oh Gott. Das ist es also. Du glaubst tatsächlich, du seist wie dein Vater? Mann, Opa, ich bin auf Tanja losgegangen. Ich habe sie mit einer Waffe bedroht. Ich wollte sie umbringen. Nein, wolltest du nicht. Ich kannte deinen Vater, Timo. Tim war kein schlechter Mensch. Es waren die Umstände, die ihn dazu getrieben haben. Ich verstehe das nicht. Wie kann es jemand durchziehen? 3 Jahre lang jemanden festhalten? Das ist doch Wahnsinn. Ich habe es ja kaum 2 Tage geschafft. Bist nicht gefährlich, Timo. Hat er sie einfach nur gefangen gehalten? Oder missbraucht? Vielleicht hat er ihr genauso wie ich eine Knarre an den Kopf gehalten. Du hast die Nerven verloren. Tanja hat deinen Vater umgebracht. Du wolltest ihn rächen. Das ist vielleicht extrem, aber nicht verrückt. Leider. Unzurechnungsfähigkeit ist nämlich nicht strafbar. Aber ich träume jede Nacht davon. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe. Dass ich plötzlich durchdrehe und wenn ich aufwache, nicht mehr ich selbst bin. Dafür hasse ich mich. Timo. Es gibt doch keinen schöneren Einstieg in einen Tag als die Begegnung mit einer schönen Frau. Hast du gehört? Das war ein Kompliment. Ja, für meine persönliche Referentin. Ja, danke. Ich gebe es gern weiter. Es gab Situationen, da waren die Kommunikationswege zwischen uns nicht so lang. Wer ist für Sie? Das, was auf dem Dachboden passiert ist, das wird sich nicht wiederholen. Und Ihre jämmerlichen Flirtversuche, die können Sie sich aussparen. Komisch, ich dachte, wir wären beim Du. Oh, das hatte ich glatt vergessen. Tja, du brauchst schon mal origineller bei der Auswahl seiner Gäste. Früher haben da Nobelpreisträger gesprochen. Heutzutage muss ich mich mit Vorträgen über emanzipatorischen Führungsstil im Wirtschaftsunternehmen zufrieden geben. Wieso? Wer hält denn den Vortrag? Ich kann kaum was sagen. Alice Stein. Oh, ich habe Ihr Buch gelesen. Ihre Ansichten zum männlich geprägten Führungsstil sind revolutionär. Na, das würde mich wundern. Das einzig Interessante an dieser Frau ist ihr Unternehmen. Lithium-Ionen-Akkus. Ich versuche seit Monaten da einzusteigen. Ja, aber dann ist doch der Vortrag eine gute Gelegenheit, Sie kennenzulernen. Allerdings sollten Sie, den möchtegern Patriarchen zu Hause lassen. Jungs wie dich verspeist diese Frau nämlich zum Frühstück. Ich wäre sehr gut alleine mit diesem Kerl fertig geworden, aber du musstest ja reinplatzen und ihm auch noch zur Flucht verhelfen. Entschuldigen Sie, dass ich im Weg stand, als Ihnen der Golfschläger ausgerutscht ist. Und überhaupt, Sie haben gerufen. Die Security, Männer, die mit sowas umgehen können.
Wissen Sie was, das nächste Mal, da packe ich mit an. Und da helfe ich den Einbrechern, Sie im Fluchtfahrzeug zu verstauen. Haben Sie den Dieb? Nein. Nein? Entschuldigung, der Kerl wird sich nicht in Luft aufgelöst haben. Bin ich hier nur mit Idioten umgeben? Wir tun, was wir können. Genau das ist ja das Problem. Elisabeth, warum bezahlen wir die Männer? Tanja, hören Sie bitte auf. Sie werden ihn bestimmt finden. Er hat doch gar keine Möglichkeit mehr, an der Security vorbeizukommen. Bis auf eine. Die Tür des Geheimgangs in der Bibliothek stand offen. Was? Das ist doch Unsinn, Justus. Niemand außerhalb der Familie kennt diesen Gang. Scheiße. Was wollte dieser Kerl? Woher soll ich das wissen? Ja, wir sollten die Polizei rufen, natürlich. Keine Polizei. Keine Polizei? Wir müssen den Einbruch melden, schon alleine wegen der Versicherung. Es ist nichts gestohlen worden. Wie können Sie da so sicher sein? Justus, kümmern Sie sich um Elisabeth. Die ist in einen Golfschläger gelaufen. Um Gottes Willen, Gräfin. Ich hole sofort einen Arzt. Ja, Komm, das kümmere wäre. dich. Dankeschön. Vorsicht. Ja. Danke, vielen Dank. Es tut sehr weh, danke. Ja, bitte? Arno, gut, dass du da bist. Wie sortierst du deine Bücher? Alphabetisch, chronologisch? Titel, Autor, Genre, Jahreszahl? Ich finde irgendwie nie das richtige System. Weder für meine Bücher, noch meine Ordnung, noch mein Leben. Hast du mir eigentlich nichts zu sagen? Ja, guck nicht so, ich weiß von dieser idiotischen Entführung. Mein Gott. Komm ich hierher, erzähl dir von deinem Sohn, der offensichtlich etwas Fürchterliches mit sich herumschleppt. Und anstatt mich aufzuklären, verschweigst du mir, dass er Tanja von Lahnstein entführt und Leonie beinahe erschossen hätte. Verdammt! Ich habe Timo mein Wort gegeben. Also, wenn ich diesen Quatsch schon höre. Erst tischt ihr ihm eine Lüge nach der anderen auf, dass der Junge komplett durchdreht und dann lässt du ihn auch noch mit dieser Geschichte allein. Nein, nicht so schlimm. Ich habe ihm mein Wort gegeben. Ricardo. Wer hat denn hier wen belogen? Doch wohl eher deine Tochter, deine Ex-Frau und auch du, mich und Timo. 18 Jahre lang nach Strich und Faden. Und was diese Entführung betrifft, ich habe auch erst davon erfahren, als es schon zu spät war. Was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich ihn anzeigen sollen? Der Junge hat sich geschämt. Er war völlig fassungslos, dass er zu so einer Tat fähig ist. Ich dachte, je weniger Menschen Bescheid wissen, umso besser. Was hättest du denn gemacht? Vater, ich weiß nicht einmal, wie ich dich richtig anreden soll. Ich kenne dich nicht. Du bist mir fremd. Aber jetzt habe ich eine Seite an mir kennengelernt, die mir genauso fremd ist. Vor der ich total Panik habe. Und du sagst, gestern hat er noch funktioniert? Ja, alles völlig normal. Ich will ja nicht, dass du dir anschauen musst, wie der FC sich selbst beerdigt. Sehr rücksichtsvoll von dir. Aber ich weiß schon selber, was ich mir zumuten kann und was nicht. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Lass deine linken Hände mal lieber bei dir. Also. Und? Läuft wieder? Toll, jetzt geht gar nichts mehr. Vielleicht lass dir besser am Profi ran. Soll ich dir helfen? Schon fertig. So, alle mal zu Tisch. Ja. Ein ganzer Tag ohne Fernseher. Wie willst du das nur aushalten? Du meinst wohl einen ganzen Tag ohne Sportergebnisse. Oh, das klingt noch härter. Macht euch ruhig lustig über mich. Hat euch Hagen eigentlich schon erzählt, dass ihr schon wieder fast Großeltern geworden wärt? Nein. Mich hätte es gefreut. Ja, ich dachte dann, dass er schwanger war, aber nur ein Irrtum. Also, wenn es nach mir geht, kannst du dir ruhig noch ein bisschen Zeit lassen, Schneckchen. Immerhin hat er nicht gesagt, dass du dir dafür einen anderen Mann suchen sollst. Na, das ist doch schon ein Fortschritt. Wie bist du denn darauf gekommen? Ich habe einen Schwangerschaftstest im No Limits auf dem Boden gefunden, genau an dem Platz, an dem Dana vorher gesessen hat. Ihr hättet Hagen mal sehen sollen. Ihr versucht habt mir schon beizubringen, dass er sich wirklich auf ein Kind freuen würde, anstatt gleich mit der Sprache rauszukommen. Ehrlich, werd eben am längsten. Aber da kommt ihr auch noch hin.
Das wird einen ordentlichen blauen Fleck geben, aber in ein paar Tagen merken Sie schon nichts mehr. Sie haben Glück gehabt, dass der Kerl Sie nicht richtig erwischt hat. Ja, Justus hat darauf bestanden, dass Sie sich das anschauen. Besser ein Arzt schaut einmal zu viel drauf, als einmal zu wenig. Ja. Was kann denn dieser Einbrecher überhaupt gewollt haben? Ich weiß es nicht. Laut Tanja hat er nichts mitgenommen, aber ich glaube, sie verrät mir nicht die ganze Geschichte. Was ist los? Wisst ihr mehr? Also wenn Sie doch noch Beschwerden bekommen, dann... Ja, dann wende ich mich vertrauensvoll an Sie. Danke, Herr Doktor. Gute Besserung. Danke. Arno? Findest du das nicht auch seltsam, dass nichts gestohlen wurde? Ja, vielleicht habt ihr den Dieb überrascht. Ich kenne diesen Ausdruck in deinem Gesicht. Irgendetwas weißt du doch. Was soll ich denn damit zu tun haben? Also, das ist doch voll absurd. Elisabeth, nimm's mir nicht übel. Ich muss fort jetzt, weil ich muss ihm helfen beim Auspacken. Ja? Mach's gut. Ach so. Wenn ihr wollt, dann schicke ich euch unseren Haustechniker vorbei. Vielleicht kann er den Fernseher noch retten. Wenn er das vor dem Spiel noch schafft, ist er mein persönlicher Gott. Ciao. Tschüss. Ciao. Schade, dass Marlene nicht dabei war. Sie hat sich ja schon länger nicht mehr bei uns gemeldet. Machst du dir Sorgen? Sie geht zur Therapie. Bestimmt braucht sie ein bisschen Zeit für sich. Ist schon komisch alles. Jetzt reden Hagen und Dana schon über Babys. Wenn ich ehrlich bin, habe ich zwischendurch gar nicht mehr dran geglaubt, dass wir noch mal so ein Familienessen haben könnten. Oder dass wir beiden wieder zusammenfinden. Nach all den Lügen. Entschuldigung, vergiss es einfach. Ich weiß ja, dass die Geschichte mit dir und Ansgar vorbei ist. Er hat mich geküsst. Du bist doch wirklich zu dämlich für so eine Aufgabe. Es hätte doch beinahe geklappt. Hätte. Gut, dann probiere ich es halt noch mal. Tanja weiß doch längst, warum du bei ihr warst. Die Karte kann mittlerweile überall sein. Tanja? Tanja? Dieses Ding darf nicht in die falschen Hände geraten. Muss ich das auch noch erklären? Wollen Sie mich jetzt verpfeifen? Ich hätte gut Lust dazu. Das würden Ihre Enkel aber sehr daneben finden, wenn ich wegen Ihnen das Land verlassen muss. Ich werde meinen Enkeln doch nicht ihren besten Freund wegnehmen. Keine Ahnung, was sie an dir finden. Zahlen Sie die Rechnung von Herrn Sanchez mit? Will ich das Wohlfahrtsamt? Aber er hat nicht gezahlt. Ist mir doch egal. Bitte. Ich hab gesagt, es reicht. Der hat geflennt wie ein Baby bis zur letzten Sekunde. Aufhören! Dazu hast du nicht die Nerven, Kleiner. Schade, ich wollte gerade gehen. Warum lässt du deine schlechte Laune am Kellner aus? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich kann verstehen, dass du schlecht drauf bist. Wenn du das nächste Mal versuchst, mich zu bestehlen, engagier doch besser einen Profi. Wovon redest du? Ich klär dich mal auf, Clarissa. Die Speicherkarte ist an einem sicheren Ort. Und im Interesse deines Enkels kann ich dir nur raten, lass uns die Vertragsunterzeichnung ganz schnell über die Bühne bringen. Siehst so, du wirst weniger Verantwortung haben, weniger Arbeit und viel mehr Zeit für deine Enkel. Ich finde, da ist noch so ein bisschen Erziehungsarbeit nötig. Wann? Heute Abend?
Timo? Timo, bist du da? Timo! Vater, ich weiß nicht einmal, wie ich dich richtig anreden soll. Ich kenne dich nicht. Du bist mir fremd. Aber jetzt habe ich eine Seite an mir kennengelernt, die mir genauso fremd ist, vor der ich total Panik habe. Thomas, es ist einfach passiert. Wann? Auf dem Dachboden, als wir eingeschlossen waren. Das war vor über einer Woche. Warum wundert mich das eigentlich noch? Im Verschweigen deiner Affären bist du ja Meister. Aber Ansgar ist nicht meine Affäre. Es war ein Kuss und der ging von ihm aus. Und du erwartest von mir, dass ich das glaube? Wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, dass ihr euch jetzt duzt. Aber das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ich hab's dir nicht gesagt, weil ich genau wusste, dass du sofort wieder misstrauisch wirst. Was für ein Wunder. Nachdem du mir jahrelang verschwiegen hast, dass Ansgar der bitte, Vater... lass uns nicht wieder von vorn anfangen. Sag du mir lieber, wie du dir eine Ehe vorstellst, ohne Vertrauen. Hast du ihn erwidert? Ich habe ihm eine runtergehauen. Die Sache ist es nicht einmal wert, darüber zu reden. Sie war es dir aber wert genug, um sie mir zu verschweigen. Gönn Ansgar doch diesen Triumph nicht, Thomas. Sag mal, wo willst du denn jetzt hin? Irgendwo hin, wo es einen Fernseher gibt. Wo ist das verdammte Ding? Ich habe ihn getötet, damit ich leben kann. Mein Vater war kein Monster! Ein Timo! Ich glaube, Timo, du hast auf mich geschossen. Das fühlt sich ganz komisch an. Es tut gar nicht weh. Leonie? Leonie! Ich bin wie er. Du bist kein Sander. Du bist ein Mendes. Komm, mein Sohn, wir gehen nach Hause. Ich bezahle Sie für die Abwicklung meiner Rechtsgeschäfte und nicht für Ihre persönliche Meinung. Also, sind die Verträge wasserdicht? Na bitte, gut. Ich danke Ihnen. Wiederhören. Störe ich? Du nie. Komm, wir setzen uns. Hast du zufällig was von Timo gehört? Was hat er jetzt schon wieder angestellt? Nichts. Er ist nur total schräg drauf und ich würde ihm gern helfen, aber er lässt mich einfach nicht an sich ran. Manchmal braucht jemand einfach seine Ruhe. Wenn er soweit ist, wird er schon auf dich zukommen. Na, ich weiß ja nicht, ob ich in der Sache auf dich hören soll. Besonders viel hast du in den letzten Jahren ja nicht richtig gemacht. Manchmal könntest du dir ruhig ein paar Ratschläge anhören, junge Dame. Also pass auf, was du sagst. Das wird ja ganz schön geladen. Bei so einer frechen Enkelin? Ach, ich habe heute ein furchtbar schlechtes Geschäft abgeschlossen, wo ich nur verlieren kann. Aber aufgrund deiner großartigen Erfahrung hat das bestimmt einen guten Grund. Stimmt. Jemand anderer wird gewinnen. Und an dem liegt dir was? Allerdings. Ach, was soll's. Ist doch bloß Geld. Eins musst du wissen. Das Wichtigste für mich ist
beste Familie. Was wolltest du da eigentlich genau? Der Täter kehrt immer zum Tatort zurück. Sagt man doch so, oder? Aber du bist kein Verbrecher. Wenn Tanja mich angezeigt hätte, dann wäre ich jetzt im Knast, Papa. Und ich hätte es verdient. Ja, das hättest du. Aber sie hat dich nicht angezeigt. Du musstest in so kurzer Zeit so viel verarbeiten und das ist auch zum Teil meine Schuld. Da kann man schon mal den Faden verlieren. Was auch immer dein Vater für ein Problem hatte, mach's nicht zu deinem. Ich kenne dich seit deiner Geburt. Du bist mein Sohn. Ich habe dich aufwachsen sehen. Und ich weiß genau, dass du nichts, überhaupt nichts in dir trägst, wofür du dich schämen musst. Und es gibt noch einen Unterschied zu deinem Vater. Du hast deinen Irrtum erkannt, er nicht. Du hast dich entschieden, einen anderen Weg zu gehen als er. Und nur die Entscheidungen, die wir im Leben treffen, machen uns zu den Menschen, die wir sind. Das habe ich aus Versehen eingesteckt. So, ich muss jetzt zum Dienst. Wenn du willst, sag ich ab. Nee, ist schon okay. Papa? Danke. Mir ist klar, dass ich nie eine Antwort auf meine Fragen bekommen werde. Denke darüber nach, wer du warst und lande am Ende immer wieder bei mir. Ich hätte gerne verstanden, was dich angetrieben hat, aber vielleicht muss ich das gar nicht, weil es dein Leben war und nicht meins. Ich weiß, dass du auch andere Seiten gehabt hast. Wenn ich in Zukunft an dich denke, werde ich an den Mann denken, dessen Brief ich gelesen habe, der sich auf die Geburt seines Sohnes gefreut hat und voller Hoffnung war. Das ist der Tim Sander, den ich in Erinnerung behalten will. Schönen Feierabend. Oh, ich dachte schon, machst du Osternpause. Also wenn ich meine ganzen Überstunden abbummeln würde, dann wäre ich bis nächsten Sommer nicht zurück. Ja, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Was ist das? Schau nach. Was soll das? Hast du keine Zeit dafür? Doch, aber im Gegensatz zu mir interessieren dich die Ansichten dieser Frau wenigstens. Und jetzt kannst du sie auch noch persönlich treffen und es ihr sagen. Ich weiß schon ganz genau, wie das ablaufen wird. Du stellst mich Frau Stein vor, ich rede mit ihr und dann soll ich mich ganz brav bei dir bedanken. Dann bringst du mir ein Glas Champagner und ehe ich noch weiß, was passiert, habe ich schon den nächsten Kuss an der Backe sitzen. Für so plump hältst du mich also. Ich frage mich gerade, ob du mir nicht traust oder vielleicht auch einfach nur dir selbst. Keine Sorge, so unwiderstehlich bist du nun auch wieder nicht. Das würde ich auch nie denken. Aber du hast den Zusatz nicht gelesen. Da steht mit Begleitung. Ich bin mir ziemlich sicher, dein Mann interessiert sich sehr für die Ansicht deiner erfolgreichen Geschäftsfrau. Bedanken kannst du dich später. Ach, Justus, falls jemand nach mir fragen sollte, ich bin bei Herrn Brandner. Sehr wohl. Ich werde Herrn Schiller veranlassen, den Wagen fortzufahren. Ja, danke. Erfreulich, dass dein Bein noch dran ist. Tja, manche Wunden heilen schnell. Haben Sie ja die besten Erfahrungen, nicht wahr? Die Entführung. Haben Sie gut verkraftet. Du
den Film. Das hat der Kerl gesucht, nicht wahr? Eggert mir. Warum sind Sie eigentlich nicht zur Polizei gegangen? Das liegt doch gar nicht in Ihrer Natur, verrückt gewordene Teenager zu schützen. Ich muss mich doch nicht vor dir rechtfertigen. Jetzt gib mir den Film. Ach, Clarissa würde bestimmt einiges dafür tun, damit dieses Video von ihrem Enkel nicht in der Öffentlichkeit erscheint. Vielleicht würde sie Ihnen sogar Ihre Anteile von Linie CL überschreiben, wer weiß? Das sind doch alles haltlose Unterstellungen. Es ist mein Film. Gib ihn mir bitte. Ich denke gar nicht daran. Wenn du damit zur Polizei gehst, Elisabeth, dann wandert Arnos Enkel in den Knast. Ach ja? Vielleicht interessiert sich die Polizei aber vielmehr dafür, dass Sie auf dem Video einen Mord gestehen. Unter vorgehaltener Waffe würdest wahrscheinlich du auch einen Mord gestehen. Tanja, ich habe gesehen, dass Sie Angst hatten. Und für einen kleinen Augenblick hatte ich sogar Mitgefühl. Aber dass Sie vorhaben, Kapital aus diesem Vorgang zu schlagen, da war mein Mitgefühl ganz schnell wieder weg. Was hast du mit dem Film vor? Ich werde dafür sorgen, dass er in die richtigen Hände kommt. Wo warst denn du vorhin? Ich hatte keinen Hunger. Das war echt nett. Das freut mich für euch. Ich gehe noch mal raus. Triffst du dich noch mit Tristan? Was wird das jetzt, Mama? Muss ich über jeden meiner Schritte Rechenschaft ablegen? Oh, entschuldige, ich mache mir einfach Sorgen, mein Schatz. Das brauchst du aber nicht, okay? Gehst du gerade? Ja, so wie es aussieht. Oh, schade. Also, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Schon blöd, wenn andere nicht mit einem reden, was? Hast du Lust, heute Abend auszugehen? Was ist denn das? Düsseldorfer Society Club. Da gehen doch die ganzen feinen Pinkel ein und aus. Bist du da Mitglied? Nein. Aber Ansgar, die Einladung ist von ihm. Ach, und da willst du mich mitschleppen? Ich wüsste nicht, wen sonst. Aber wenn du natürlich lieber hier bleibst und schmollst, ist das für mich auch in Ordnung. Der will mich doch nur vorführen. Erst knutscht er mit dir rum und dann schleppt er dich zu so einem Millionärsvortrag, um dir zu zeigen, was er dir bieten kann. Und ich nicht. Habe ich dir in all den Jahren unserer Ehe je das Gefühl gegeben, dass mir unser Leben nicht genug ist? Alice Stein ist eine sehr interessante Frau. Und ich werde mir die Gelegenheit, sie persönlich kennenzulernen, nicht durch deine Eifersucht verderben lassen. Ich amüsiere mich auch alleine. Aber vorher gehe ich zum Friseur. Ich habe keine Zeit. Wir wollen doch nur Ihr Go für ein paar Entwürfe. Spreche ich Chinesisch? Das dauert doch nicht lange. Werfen Sie einfach einen Blick drauf und sagen Sie, dass es okay ist. Ich habe sie diesmal in Folie eingeschweißt. Versuchen Sie also erst gar nicht, sie zu zerreißen. Frau von Lahnstein ist nicht im Haus. Also verraten Sie uns einfach, welcher Entwurf Ihnen am besten gefällt. Da sind Sie bei mir in der falschen Adresse. Sie leiten mit Frau von Lahnstein die Firma. Sie haben genauso viel zu sagen. Als erstes würde ich erst mal diesen idiotischen Namen abschaffen. Wet Fantasy, bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber Sie haben doch selbst gesagt, wir müssen uns damit abfinden. Wollen Sie Tanja jetzt in allen Bereichen das Feld überlassen? Von wollen kann keine Rede sein. Und wie ich schon sagte, ich habe keine Zeit. Warum schwänzelt sie wohl die ganze Zeit um deinen Mann herum? Weil er so gut aussieht? Was soll das, Tanja? Worauf wollen Sie hinaus? Dieses Video ist das Einzige, was wir haben, um Clarissa in Schach zu halten. Wir? Du hängst doch an dem alten Knochen. Willst du, dass sie deinen Platz einnimmt? Genießen Sie Ihre Zeit als Schlossherrin, Frau Brandner. Diese Zeit kann schnell vorbei sein. Elisabeth, entweder du gibst mir jetzt dieses Video und ich verspreche dir, dem Jungen wird nichts passieren. Oder du gibst ihn Arno. Dann kannst du aber auch gleich die Koffer packen und die Scheidung einreichen.
Du hast die Wahl. Hallo, Frau von Landstein. Keine Angst, ich will nur reden. Bitte, es ist wichtig. Es interessiert mich nicht und ich habe keine Zeit. Es tut mir leid. Also die ganze Sache mit der Entführung, ich hätte Ihnen das nicht antun dürfen. Wer hat dich geschickt? Clarissa? Nein, nicht. Das, was mein Vater mit Ihnen gemacht hat, das war falsch. Aber Sie hätten ihn trotzdem nicht töten dürfen. Ich habe mich nicht wiedererkannt, als ich das mit Ihnen getan habe. Mit Ihnen und Ihrem Kind. Sie müssen meine Entschuldigung nicht annehmen, aber ich habe einen Fehler gemacht und dafür möchte ich wenigstens um Verzeihung bitten. Wolltest du etwa gerade ohne mich gehen? Wow. Donnerwetter. Da kann ich aber glücklich sein, dass Ansgar von Narstein mein einziger Konkurrent ist. Er ist nicht dein Konkurrent. Nein? Dann bin ich immer noch der King im Ring. Tut mir leid, wenn ich mich wie ein 12-Jähriger verhalten habe. Ja, ist schon gut. Und ein bisschen Eifersucht tut ja auch ganz gut. So. Darf ich bitten? Sehr gerne. Für dich ist das wirklich kein Problem? Klar, wurde eher allmählich viel zu eng hier. Außerdem kann ich verstehen, dass du mit deinem Vater mehr Zeit verbringen willst. Weißt du, was das Coole ist? Dann haben wir 2 Orte, wo wir uns treffen können. Und wenn wir bei dir sind, können wir auch mal den Butler rufen und Zimmerservice bestellen. Ja. Es tut mir übrigens leid, dass du dir solche Sorgen gemacht hast. Ist schon okay. Hauptsache, es geht dir wieder besser. Hi. Ich wollte nur schnell meinen Schlüssel zurückbringen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja, ist es. Ich war vorhin bei Tanja und habe mich entschuldigt. Wie hat sie reagiert? Keine Ahnung. Sie hat nichts gesagt. Aber es war wichtig, also zumindest für mich. Bin stolz auf dich. Und ich bin froh, dass ich doch mehr von meinem richtigen Papa geerbt habe. Hör auf, sonst denke ich nur, du willst mich anpumpen oder so. Naja, so ähnlich. Wie? Naja, du könntest mir ein bisschen helfen zu packen. Steht dein Angebot noch? Mit Vater-Sohn-WG? Klar. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Entschuldige die Verspätung, ich wurde aufgehalten. Ich nehme an, du hast die Verträge von deinen Anwälten überprüfen lassen. Bringen wir es hinter uns. Erst die Speicherkarte. Traust du mir nicht? Ist der Papst katholisch? Den Film. Ich hab gesagt, es reicht. Und er hat geflennt wie ein Baby bis zur letzten Sekunde. Aufhören! Dazu hast du nicht die Nerven, Kleiner. Okay, wir trauen uns beide nicht über den Weg. Vielleicht ist es das Beste. Ich übergebe den Film der Polizei und die ganze Sache hat ein Ende. Wir hatten einen Deal. Den ich gerne einhalten würde. Aber wenn ich dir jetzt den Film gebe, dann habe ich ja gar keine Mittel mehr, um deine Unterschrift zu erpressen. Ich sitze am längeren Hebel.
Unterschreib. Und du kriegst das, was du willst. Okay. Ich hätte es an deiner Stelle vermutlich auch nicht getan. Meine ganze Existenz aufs Spiel setzen, nur wegen so einem Bengel. Du hast deinen Stift vergessen. Und jetzt den Film. Na los. Es wird der Tag kommen, an dem du bereust, dass du dich mit mir angelegt hast. Bist du sicher? Vielleicht interessiert es dich, dass auf der Karte gar nichts drauf war. Wenn du den richtigen Film sehen willst, dann musst du dich an deine allerbeste Freundin wenden. Sie bewahrt ihn für dich auf. Wer soll das sein? Ein Mensch, der dir nur Gutes will, Clarissa. Elisabeth von Lahnstein.